So, willkommen in der zweiten... Nein, doch nicht. Jetzt aber willkommen zur zweiten Folge von Puzzle Agent Teil 2. Hier klebt noch ein schönes Kaugummi. Und wir gehen in die Gasse mit den merkwürdigen Geräuschen. Hallo? Ich kann rote Menschen hören. Vielleicht sind's... Oh, it's just the door. Okay, The noises in the alley turned out to be nothing more sinister than a back door to a warm room for the night. There has to be a reason Mrs. Garrett doesn't want anyone to know I'm staying here. But that is a mystery for tomorrow. Okay, sie hat uns also durch den Hintereingang reingelockt, damit niemand erfährt, dass I sie... wonder if I could sneak this painting out in my carry-on luggage. Ja, kann man vielleicht im Handgepäck rausschmuggeln, aber ich dachte, das wäre ein Kaugummi. Also niemand soll wohl wissen, dass sie uns hier aufgenommen hat, oder bestimmte Personen nicht. Eine schöne A Lampe. hidden people lamp to stare at me all night while I sleep. Comforting. Ja, ne? Help trace the sighting of hidden people by arranging these photos in order. Also, wir haben ein paar Fotos, die wir in Reihenfolge bringen sollen, um die Spur von den kleinen versteckten Leuten zu finden. Jetzt habe ich vergessen, wie mein Satz anfing und wie er dadurch enden muss. Auf jeden Fall, wir suchen Doofenschmirtz seine Freunde. Okay. Du bist die 1. Du bist die 2. Du bist die 3, du bist die 4. Das ist nicht weiter schwer. Zuerst nur ein Mensch. Hier sind seine Spur. Hier ist seine Spur. Dann kommen 2 Personen. Die Spuren haben wir hier. Da fährt Agent Nelson Tethers durch. Die Spur haben wir hier ganz deutlich. Und hinter ihm viele kleine versteckte Menschen. Oh, guck mal, die Briefmarken. Maulwurst frei? Ich muss mal, wenn ich die Folge schaue, gucken, wenn ich die Folge schneide, schauen, was da alles auf dem Briefumschlag steht. Done. So. That wasn't so bad. Gut, gibt es hier sonst noch etwas zu entdecken? Das Bild I hatten wir wonder if I schon. could sneak this painting out in my carry-on luggage. Oh, da hatten wir gerade eine kleine Realitätsverzerrung. For a second, I thought I saw someone on the street below. Probably just my imagination. Ja, ja. Ab ins Bett. It's clear now that the mysteries of Scoggins go deeper than the incident at the eraser factory. And I'm convinced I made the right choice to come back. Assuming, of course, I make it through the night. Ja, nun wieder. Wer auch immer dieser mysteriöse Astronaut ist. Huh?
Discover the secret message bei... Achso, wir sollen eine versteckte Nachricht in dieser Nachricht finden, um die vermissten Bewohner in die Reihenfolge ihres Verschwindens zu bringen. Und wir starten bei der ersten vermissten Person. Ah, okay. It's no good. Someone knows I'm in town because I've just received a note. Isaac Davner does not exist. I won't have any idea what that means until I've gotten enough information to solve the puzzle on the other side. My first priority tomorrow is to take this note into town and find out what these names have in common. Okay, wir konnten es anscheinend gar nicht fertig machen. Wir werden freundlich gegrüßt. Oh, da wird jemand vermisst. Das sind doch die beiden aus dem Elchsohr. Hey du. Stupid flyers. Crash of a black moon. Excuse me. Daryl, was it? Hang on, Hey, you're that FBI guy. Special Agent Tethers, Puzzle Research Division. Yeah, well, I've got a missing person case for you guys to solve. The factory foreman? That's old news. I'm talking about my brother Daryl. Was ist denn mit Daryl passiert? Could you tell me more about your brother's disappearance? We were out past Sesame Woods a couple of days ago. Daryl split off on his own because he said we were in Barrelope country. Barrelope? Oh, they're real. Don't doubt it. And he was scared of them. Scared? Nah, he went hunting for him. Haven't seen him since. Is there anything else you can tell me about Daryl? He's allergic to walnuts. What do you want to know? Not much to it, Mr. FBI. He went missing out past Sesame Woods, and somebody needs to go look for him. Also er ist in den Wäldern verschwunden, als er weiß ich nicht was gejagt hat. Und der Vorarbeiter. Have you seen or heard from Isaac Davner since I left? Who? The foreman of the eraser factory. He went missing after the factory shut down. Oh yeah, him. Yeah, figures. People here go missing all the time. Okay, und die kleinen roten Do you Menschen? know anything about the hidden people? Great. My brother goes missing, and the FBI comes to ask me about forest gnomes. You don't believe in them? You should have come here earlier, when I was 4 years old and listened to bedtime stories. Ich würde sagen, das ist ein Nein. Kann ich dir mit den Flyern helfen? Where have you been putting up those flyers? I've been getting permission first. It's legal. Need any help? Sure. Federal tax dollars at work. Daryl is passing out flyers in the neighborhood, but the flyer bandit. Okay, also wir helfen jetzt Daryl dabei, die Flyer zu verteilen. Und wir müssen herausfinden, wie wir die platzieren oder stapeln, damit mindestens 50 am Ende des Pfads ankommen und irgendwie mit einem Flyer-Dieb. Okay, das scheint dem Fischrätsel ähnlich zu sein. Ensure that exactly 50 flyers will make it to the other side of town. Each person will pick up one paper. Also jede Person nimmt ein Papier. At a fork in the road, half would take the left path. Also an der Gabelung nimmt die Hälfte den linken Pfad. The bandit will steal the flyers from anyone who passes by him. Okay. The bandit is in. Okay, und der Bandit. Also, jede Person nimmt sich einen Flyer. An der Gabelung geht die Hälfte nach links.
Der Bandit stiehlt jedem den Flyer, der vorbeikommt. Man weiß aber gar nicht so genau, wo der Bandit ist. Also es ist wirklich wie das Fischrätsel im ersten Teil, nur jetzt mit einem Bandit. Einem Banditen. So rum. So. Ach, guck mal, jetzt sogar mit einer Anzeige darunter. Haben sich da zu viele beschwert? Also, insgesamt 50 müssen es ins Ziel schaffen. Und wir haben 30. 30, 50, 60, 60, 2. Also 62 Stück. Das heißt, 12 Stück müssen wir verlieren. Das heißt, hier muss jeweils 12 Stück längs gehen, damit das klappt. So, hier 2, nein. Ich muss sagen, es stört mich schon ein bisschen, weil ich hätte es eigentlich gerne im Kopf gemacht. Aber dadurch, dass hier unten angezeigt wird, habe ich gar nicht die Konzentration dazu, mir das unten anzeigen zu also es im Kopf zu machen. Weil einfach, was wollte ich sagen? Es wird halt unten angezeigt, da kriegt man das nicht im Kopf hin. So, das klappt nicht. Der muss hier hin, genau, weil nur von hier müssen 12 Stück, oder hier könnten 12 Stück geklaut werden. Und mit einer anderen Zahl erreicht man diese 12 nicht. Das heißt, der kommt hier hin. Wenn ich die habe, dann habe ich hier 11 und 11. Vielleicht sollte ich den hier hinpacken, dann habe ich hier 11 und 11. Dann kann ich hier einen hinpacken, dann werden hier auch 12 Stück geklaut. Und so. Ja. Nun wird an jeder Position, an jeder potenziellen 12 Stück geklaut. Das heißt, exakt 50 schaffen es ins Ziel. Finde ich schade hiermit. Ich fand es beim Fischrätsel besser, aber vielleicht gab es da zu viel negative Kritik. Ich habe ganz vergessen, die Uhr zu starten. Damit ich weiß, wie lang die Folge ist. Macht aber nichts. Eingereicht. Also schöne Gemüsebriefmarken. Akzeptiert. Sehr schön. Wunderbar. There you go. That should get everybody in town on the lookout for Daryl. I doubt it in this town. People disappear all the time in Scoggins. Nobody even notices anymore. There have been other missing people? Plenty others. Even that researcher over at the campground had his buddy go missing just last week. Do you know where I could... He's got a trailer at the Wallows campground. Name's Alfred, something or other. Have fun, Mr. FBI. Try looking for my brother while you're at it. Okay, also es scheint wohl It wirklich... sounds like Isaac Davner's just one of many missing people around Scoggins. The cases might all be related. I'm heading to the Wallows to ask a researcher there about his missing friend. And look for Daryl's brother, of course. Ja, also, das wollte ich auch gerade sagen. Eine Menge Leute verschwinden hier. Und wir nehmen da jetzt die Ermittlungen... Hoppala. Wir nehmen da jetzt die Ermittlungen auf. Renne ich hier nur im Kreis? Ja. Okay, okay. Ich glaube, ich bleib dabei, dass
ich kann halt nicht alles übersetzen, so gesehen. Und insofern, ja, werde ich vielleicht nochmal zusammenfassen, was gesagt wurde, aber dadurch, dass sie halt die ganze Zeit sprechen, kann ich da nicht synchron reinreden. Und insofern, ja. This is everything I've been able to uncover about Isaac Davner. I'm positive he's at the center of all this, but how? This is everything I've been. Ja, das hatte ich gerade. Also, das Kaugummi. I can't sleep now. Oh, wir können. I've been looking through these files for weeks, but I still can't see how everything is connected. Okay. Also hier nichts Neues. Können wir mit ihr noch etwas absprechen? Hi, Mrs. Garrett. Nachdem sie uns so freundlich jetzt doch aufgenommen hat. You had a good night. I did, actually, thanks to a mysterious benefactor. Oh, it's not that mysterious. I'm sure she just... I mean, whoever it was just hated the thought of you being out there in the dark and cold. Sie mag uns schon. Wer auch immer Bo Murphy ist. Die Besucher hier so, ne? Is there anyone else staying in the hotel? To be honest, no. Why do you ask? Somebody left a strange note under my door last night. Couldn't see who it was. Oh my, I was at the desk all night, and I didn't see or hear anyone come in or out. Und wann hast du so geschlafen? Mrs. Garrett, was anyone pressuring you to keep me from checking in? What? Oh no, that business about the vacancies was just, a clerical error. Oh, silly me. Well, okay. It's just that some people don't trust outsiders because they see this town as a family. A brotherhood of Scoggins, if you will. But that's no reason to be inhospitable. Genau, deswegen muss man ja nicht die Gastfreundschaft weglassen, ne? Nur weil man Gast bei einer Familie ist. Wer ist denn Bo Murphy? Have you seen Bo Murphy? The last time I saw him, he was in the alley talking to someone. I was hoping to ask him some questions about it. Ach, der Verrückte, der Bo hier Murphy? saß. Well, I haven't seen him in... Oh my, how long has it been since I've seen him? Must have been around the time you were here last. That's been quite some time. Mumbled something about going into the woods to finish a conversation. Haven't seen him since. Der Verrückte, der hier saß. Okay, der ist auch so um die Zeit verschwunden, als wir da waren oder abgereist sind. Und wollte in die Wälder gehen, um das Gespräch zu beenden. Did you file a missing persons report with the sheriff for Bo Murphy? Oh my, no. I didn't even realize he was gone until you mentioned it. Bo was always a little unusual, even before he started talking about the whispers. I'm sure he'll be back before you know it. The Whispers, hat sie schön gesagt. Hidden People, gibt's hier Anyone in welche? town actually seen the hidden people? Agent Tethers, that's just crazy talk. The only gnomes in Scoggins are the little wooden ones. Speaking of that, what happened to your collection from the window? Ja, das würde ich auch gern Oh, wissen. those? I sold them to that nice man Steve at the diner. Made a tidy profit, too. Okay. Ach, der Steve hat die, glaube ich, per illegalem Vogeltransport transportiert, ne? Nobody's ever mentioned actually seeing one of the hidden people? Oh, Agent Tethers, they're just stories people tell to make the long winters more interesting. Nobody really believes in that. Except that poor Bo Murphy, I guess. And Steve, over at the diner. Oh, and the Brotherhood, of course. Also glauben ja doch so einige dran. Ein warmes Gericht, hättest du das für mich? I'm actually kind of curious about that hot dish I've been hearing about. Oh, sorry, Agent Tethers. We really are out of the hot dish for real, I'm afraid. It's been a bad winter for moose meat, and the man who usually delivers the cilantro has gone mysteriously missing. Okay, noch ein Verschwundener. Gut, gut. So long, Mrs. Garrett.
You stay safe out Aber anscheinend there. besteht es aus Elchsfleisch. Kaugummi, auf Wiedersehen. Achso, kann ich noch was machen? Ich könnte nochmal mit ihm reden, aber ich glaube, da kommt nichts Neues, richtig? Nein. Ein schöner Blick. So. Dahin sollte ich, ne? Dort ist der Wissenschaftler, der dann in einem Trailer wohnt. Ja. Nummer 33. Ja, das habe ich schon gesehen, danke. Das habe ich nicht gesehen. Dann sprechen wir doch mal Excuse mit me, ihm. sir. I'm looking for a researcher. You found one. I'm Special Agent Tethers with the FBI Puzzle Research Division, Dr. Versteckt. But that's my father's name. Call me Alfred. I'm doing anthropological research here in Scoggins. I'm a student of mankind. Okay, also Doktor Versteckt und hat Anthropologie studiert und forscht an der Geschichte der Menschheit. Erzähl mal was über deinen vermissten Freund. Someone in town said your friend had gone missing? Friend? Oh, yes, they must be talking about my graduate student, Will Medlock. Very bright young man. Disappeared, when was that? 2 months ago? That was before the incident at the eraser factory. But no one mentioned it before. Can't say I'm surprised. Local law enforcement was no help. Yes, I've met the local law enforcement. People here are more interested in puzzles than missing people. Okay, also es ist wohl nicht unbedingt ein Freund im eigentlichen Sinne, sondern ein Student, der seine Arbeit schreibt. Und ja, die lokale Polizei, wie auch wir festgestellt haben, ist keine Hilfe. Is there anything else you can tell me about this missing grad student, Will? Well, now that I think about it, I wonder if spending time in Scoggins was starting to have an effect on him. How do you mean? He became unfocused. Talked about nightmares and whispers. I didn't think much of it at the time. He walked away in the middle of one of my discussions about the transformative power of myth and legend. I thought he was just bored, but I never saw him again. Er ging einfach. Tschüss. Okay, und du bist Forscher. What is an anthropologist doing in Scoggins, Minnesota? Same thing an anthropologist does anywhere else. I'm studying people. The people of Scoggins? Is there enough to study? Oh my, yes. The shared reality made by the people and their folklore. I've been here for years, and I've just barely scratched the surface. Don't you get the sense that this is a town on the cusp of something big? Their folklore, their fascination with puzzles. It's as if the energy of thought is being transformed into solving one of the great problems of our age. How long have you been here in Scoggins? Well, let's see, about 15 years? I'm on my 8th government grant. Okay, also er ist schon ein bisschen länger hier. Erforscht die Wechselwirkung zwischen den Leuten und den Mythen, so gesehen. Und du kannst mir doch bestimmt was über die kleinen roten Gnome erzählen. You must know something about the local stories about gnomes? The hidden people? Well, of course. They're the ones who brought me here in the first place. I'm studying the myth and worship of the hidden people. Oh, then you've dealt with that cult, the Brotherhood of Scoggins. Oh my, yes. Frightfully mad, all of them. Be careful, Agent Tethers. Their devotion to the hidden people makes them extremely driven and extremely dangerous. Okay, kanntest du auch den Do you Fall know des anything about the Vorarbeiters? missing factory foreman, Isaac Davner? Ah, yes. Fascinating story, that. A real suburban myth in the making. To the people of Scoggins, he's the archetype of the martyr, a ritual sacrifice made as an attempt to assert control over capricious nature. Wait a second. Davner's not a myth. He's a real person. I've met him.
Myths are real, Agent Tethers. We're all characters playing roles. The hero in a quest for truth. The wise, mysterious sage who serves as his guide. Wise. Right. Okay, also er konnte uns zumindest schon mal reichlich was über die Gnome sagen. Und irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ob... Aber er war ja real. Thanks for your time, Alfred. If you hear any more about Isaac Davner or your missing friend, please let me know. I've just spoken with a mild-mannered but extremely driven agent from the FBI. He was looking for information about the hidden people and the rash of disappearances in the area, including young Wills. Of course, if he's investigating a missing persons case, he'd best talk to Sheriff Bogg. The sheriff may not be helpful, but he is the one man in town with information about all the missing residents. What he said. Sehr schön. Ich wollte schon gerade sagen, hä, ist da nicht ein Grafikfehler? Die Sprechblase kommt von links. Aber gut, das war dann bewusst so. So, und jetzt blinkt es hier wieder und ich glaube, so habe ich beim letzten Mal Rätsel verpasst. Ein Kaugummi. So long, Mrs. Garrett. You stay safe? Gut. Also vielleicht habe ich hier im letzten Teil so gesehen Rätsel I verpasst. can't sleep now. This is every... I'm positive he... I've been looking through these... Okay, ansonsten gibt es nichts. I wonder if I could sneak... Nee, ich hätte gedacht, dass dieses Blinken vielleicht zeigt, dass es dort ein neues Rätsel gibt. Weil beim letzten Mal ja auch so einige verpasst wurden. Oh, du bist wieder da? Nee, ja, tschüss. Starr nochmal merkwürdig rum. Okay, auf zur... weiß nicht, heißt das auch Polizeirevier im übertragenen Sinne? Ziemlich düster. Niemand da. I'm finally desperate enough to visit Sheriff Boggs' office, but he's already working against me. A note on the door says, "Out to grab a bite." If I want any answers, I'll have to head to the Moose Ear Diner. Huch. A note on the door says, "Out to grab a bite." If I want any answers... Ja, das hatten wir gerade, danke. Ja dann, auf ins Elchsohr. So, irgendwo ein Kaugummi? Nein, ein Daryl's Vermisstenplakat. disappearance has got to be tied into all of this somehow. Ah, sie sind alle da. Komm, du wirst dich doch noch an deinen Ehemann erinnern. The foreman's wife, Glory Davner, is still working at the diner as if nothing's happened. Even though her husband's still missing, and the last time I saw her, she was using a chainsaw to try to drown me under a lake of ice. I still don't know how she's involved, but I'd better make it clear I'm only trying to help if I want to get any information. Stimmt, die hat ja auch versucht, uns umzubringen. Mrs. Davner, Glory, I think Isaac must have been involved in something big. I don't have any idea what you're talking about. Okay. If you've got any information, it's not just a crime to keep quiet.
It's preventing me from being able to help find your husband. I don't know where Isaac is, honest. I'm sorry. If you've got any information, it's not just a crime. Okay. It's preventing. Gut, gut. Also der Isaac existiert. Also das wissen wir ja eh. Distribution of weight between birds. 12 votes to title competition. The Whispers. Oh, Hi, Steve. you're that FBI agent. Grapples? Tethers. Was weißt du über die verschwundenen Leute so? Have you Erzähl seen mal. Isaac Davner around town? Davner, the old eraser factory foreman. Oh, nobody's seen him since the incident. There seem to be a lot of missing persons cases around Scoggins. Yeah, stuff happens. Did you know any of the missing people? I don't talk to a lot of people in town. Just here for business. Oh, guck mal, wir dürfen ihm auch gleich wieder bei seinem Business helfen. What can you tell me about the hidden people? I'm not into that anymore. The market dropped out on gnome figurines. No, I mean real ones. Real hidden people? Are you trying to catch me saying something crazy? Is this entrapment? Are you okay, Steve? You seem tense. I'm not tense. Lots of people have trouble sleeping. It doesn't mean anything. How long have you had trouble sleeping? Since the eraser factory reopened. Why? Just asking. Mhm, How's business? I'm not into tchotchke smuggling anymore, if that's what you're asking. No, I was just... You can't prove anything. Calm down. Okay. It's that I just can't figure out this problem. Maybe you can help. Wir können immer helfen. Also er schmuggelt wohl keine Gartenzwerge mehr. Transport the 4 animals across the river in as many trip as you need. Keep in mind the boat's weight limit and prevent the critters from eating each others. Also wir müssen 4 Tiere über einen Fluss bringen. Ah, okay. Und die dürfen sich nicht gegenseitig fressen. So, der Bär würde den Wolf fressen. Der Wolf würde... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was Mongoose ist. Eine Art Gans, aber weiß ich nicht. The mongoose will eat the snake. The snake will eat the bear. Irgendwie. Und das Boot hat ein Gewichtslimit von 201. Okay. Ach, so ein... Ja, ich sag mal so eine Art Marder. Also. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Ich wollte nur mal probieren, wie die Steuerung funktioniert und wie das Rätsel angenommen wird. Also wenn ich dich und dich mit rüber nehme, dann seid ihr schon mal drüben. Dann kommt der Bär mit rüber. Jetzt muss ich den Wolf mit zurücknehmen. Ach ja, die Schlange frisst ja den Bären. Und die Schlange wieder mit zurück. Jetzt kommt ihr raus, jetzt kommst nur du rüber. Denn der Bär frisst den Wolf, genau. Jetzt kommen die beiden. Und drüben sind alle. Ja, eingereicht, ne? Sind alle drüben. Ich dachte, man muss irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, es blinkt nicht so auf, wenn es falsch ist. Also, insofern war es ja unmöglich, eine falsche Antwort abzuliefern, außer man sagt, ich bin fertig, obwohl man gar nicht fertig ist. Sehr merkwürdig. Jetzt habe ich dir geholfen. Hast du jetzt neue Infos für mich? Nein. Okay, good luck, Steve. Yeah. Birds always hold as much as they can carry. Back home. Get back home.
Gut, dann müssen wir wohl mal mit dem guten Sheriff sprechen. Hello, Sheriff Bog. Wir sind Agent sehr Heather? begeistert. What are you doing back in town? We In got town. everything under control, and we don't need the FBI poking its... Calm down, Sheriff. I'm just here on personal leave. Well, I keep my eye on tourists just the same as FBI agents. Okay, die vermissten Personen. I've heard that Isaac Davner is only one of the people to go missing around Scoggins. What can you tell me about the other disappearances? What can I tell you? Nothing. Sure, I got files on all the so-called missing persons, but I don't have to show them to any FBI man, especially one who's not here on official business. Wo recht hat, wenn wir als Tourist hier sind, geht uns das gar nichts an. When I filed my report with the Bureau, I left out the part about you holding me at gunpoint. Come on, Tethers. I don't know how you boys do things in Washington, but out here, sometimes a man's gotta do what he's gotta do, even if it means drawing a gun on a fella. What? I hope you've started to take Bjorn's cult seriously. I'm convinced they're behind the disappearance of Isaac Davner. What? That's crazy. The Brotherhood of Scoggins are valued members of this community. I'm not gonna let them be harassed by anybody, FBI or no. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass er da so ein halbes Mitglied ist. I believe the hidden people have something to do with the incident at the factory. Agent Tethers, please. Just because we don't live in some fancy city doesn't mean you can treat us like gullible yokels. Okay, das ist auch eine Möglichkeit, nicht zu sagen, das sind Geschichten, sondern wenn man mit so einem Stuss kommt, sagt man, ich lass mich doch nicht verarschen, nur weil wir hier auf You've been dem Dorf just as wohnen. helpful as always, Sheriff Bog. Glad to be of service, Agent Tethers. Enjoy your time in our town and behave yourself. Agent Tethers, Ah! we need to talk. Outside. What did you need to talk about, Mrs. Davner? It's about Isaac. He's not back yet. He's supposed to be back. Okay. Er sollte also wieder da sein. Why are you worried about Isaac now? You're the one who helped them take him. You don't understand. It was the only way to save him. Save him? Isaac was troubled. The Brotherhood offered us a way to cure him. Okay, erzähl mir mehr darüber. How were the Brotherhood supposed to cure Isaac? Some kind of spiritual thing, I guess. Neither of us really understood it, but we were desperate. Okay, und du hast versucht, mich umzubringen, ne? I warn you, Glory, that attacking an FBI agent with a chainsaw is a federal offense. Oh, I'm sorry about that. It's just, you were going to stop the Brotherhood. I couldn't let you. Isaac needed to finish his journey. Okay, dann erzähl mir mal was Do über you die have Hidden any People. idea where the hidden people would have taken Isaac? The hidden people aren't real. But I saw them taking Isaac away. It's the Brotherhood. They lied. Okay. What do you mean when you say the Brotherhood lied? Bjorn talked about finding peace by communing with forest spirits. I thought it was a... what's the word? A metaphor? No, a crock. But we'd try anything. And now Isaac's missing. In the lodge, I saw a photo of you and Isaac with the rest of the Brotherhood. They said they could help us. Help Isaac. But they've been taking people. They took Isaac. It's all my fault. Aber das, They took Isaac? Have you told the sheriff? The sheriff knows. He's working with them. aber dieses Bild war doch ein bisschen älter. Also es sah jetzt nicht so aus, als würde man spontan Hilfe suchen, sondern als wäre man schon jahrelang dabei gewesen. Look,
Glory, I'd like to stay and talk, but You've got to get the missing person files. that's actually a good idea. I'll make sure Sheriff Boggs stays in the diner. Find out anything you can about Isaac. I finally got some help, more or less, in finding Isaac Davner. His wife, Glory, believes that the local cult is behind all the missing person cases in Scoggins. I'm going back to the sheriff's office to find out exactly what he's hiding in his files. Oh, der Reparaturmann wieder. Oh, Mr. Scruffman, you've been there the whole time. Okay, aber das Polizeirevier besuchen wir erst in der nächsten Folge. Das war die zweite Folge von Puzzle Agent Teil 2 und ich hoffe, du hattest deinen Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Kaugummi!